Herzlich willkommen bei Deep Talk. Wir freuen uns, mit dir gemeinsam Gott besser kennenzulernen und uns durch Predigten und Interviews von ihm mehr und mehr verändern zu lassen und ein Leben zu führen, das sich lohnt. Ein Leben zur Gottes Ehre. Unser Anliegen ist es, mit dir über Themen zu sprechen, die tiefer gehen. Also eben nicht Smalltalk, sondern Deep Talk. Sei dabei und lass dich herausfordern. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Und zu Beginn einmal, falls du vielleicht zum ersten Mal dabei bist, mein Name ist Tina und ich möchte dich einladen, gerne auch die weiteren Folgen von Deep Talk anzuhören. Du kannst dann unsere Playlist schauen und du darfst uns auch richtig gerne Fragen zuschicken. Vielleicht kennst du Segenswelle auch noch nicht oder möchtest mehr kennenlernen. Segenswelle kommt auch gerne in deine Gemeinde, stellt sich vor. Genau, also melde dich gerne. Vielleicht hast du auch Interesse mitzuarbeiten? Fühl dich frei, schreib uns gerne eine Nachricht. Aber jetzt kommen wir zum wichtigen Teil. Du bist bestimmt schon richtig gespannt, wer heute mit dabei ist. Herzlich willkommen, Marcel und Michelle. Ja. Dankeschön. Richtig schön, dass ihr da seid. Und ihr dürft euch gerne mal ein bisschen genauer vorstellen. Ja, wir sind Marcel und Michelle Neufeld. Genau. Ja, genau. Ich bin 32 Jahre alt. Ich bin 29. Ja, wir sind seit 10 Jahren verheiratet und wir haben 3 Kinder. Mhm. Genau, wir wohnen wir haben jetzt 23, haben ein Haus gebaut und sind eingezogen. So Ja. Richtig alles selbst gemacht, so eine russlanddeutsche Art. Ja, also Nicht ganz. nicht alles, aber vieles. Aber viel, ja. Ja, auf jeden Fall, ja. Sehr schön. Genau. Aus was für Familien kommt ihr so? Habt ihr viele Geschwister oder? Ich habe 2 ältere Brüder genau, dann ich bin halt in Bielefeld aufgewachsen, geboren. Mhm. Ja. Ja, ich habe einen großen Bruder und 2 kleine Geschwister. Ja. Seid ihr auch beide in Bielefeld aufgewachsen oder wie war das? Also ich bin in Bielefeld geboren und dann auch da mit meinen Eltern auch da in eine Gemeinde gegangen und bin auch aufgewachsen. 2009 war das, glaube ich, sind wir dann umgezogen. 2003 war das, Entschuldigung. Nach Schloss Holte und dann bin ich da auch dann zur Schule gegangen und da weiter dann aufgewachsen. Ja, genau. Ich bin in Ferl groß geworden, genau. Und meine Kindheit war sehr geprägt von meinen Oma und Opa, würde ich sagen. Also ich war viel bei meinen Oma und Opa, weil meine Eltern auch viel gearbeitet haben. Meine Eltern sind geschieden und meine Oma und Opa haben sich voll für uns und auch immer noch für uns Enkelkinder auch aufgeopfert. Und die waren auch so diejenigen, die mich zur Gemeinde auch mitgenommen haben. Also in erster Linie eher so zur Familienfreizeit. Das war so das, wie die sich so das so gesehen haben, wahrscheinlich wie die uns so mitnehmen können, weil wir auch in den Ferien auch dann, weil unsere Eltern halt viel gearbeitet haben, auch zu Hause waren und das hat sich dann ja gut angeboten. Und genau, und dann sind wir eigentlich dann immer so, jeden Sommer war das so üblich. Meine Oma und Opa sind auch in Bielefeld in der Gemeinde, dass da Familienfreizeiten waren und da hat man dann auch Freundinnen kennengelernt und so bin ich dann auch zur Jungscher-Freizeit mitgekommen das letzte Jahr. Und dann auch irgendwann zur Jugend dann, genau. Dann habe ich mich 2012 war das, bei der Evangelisation bekehrt und 2013 taufen lassen, genau. Also meine Oma und Opa haben mir da voll den Grundstein gelegt, wofür ich auch sehr dankbar bin, dass die das so gemacht haben, ja. Richtig schön. Das heißt, du hast den Glauben sozusagen von deinen Großeltern vorgelebt bekommen und die haben dich da mitgenommen. Ja. Was war für dich so, du hast gesagt, du hast dich dann bei einer Evangelisation bekehrt, so innerlich, wie ist das bei dir, dieser Prozess gewesen, dass du diesen Schritt, sag ich mal, gehen wolltest? Ja, genau, das hat sich ja total lange angebahnt. Also meine Oma und Opa haben mich das erste Mal mitgenommen, glaube ich, als ich 9 war zur Familienfreizeit. Und deren Ziel war es so ein bisschen, vielleicht kommt sie da mal mit zur Kinderschule, aber das wollte ich nicht. Bin eher schüchtern, würde ich sagen. Und dann kommt man in so eine Gruppe rein, wo die Kinder sich halt so wie du von Geburt an so gefühlt kennen und das war mir ein bisschen so. Und dann bin ich aber jeden Sommer trotzdem mit zur Familienfreizeit gekommen, mein Bruder auch. Und ich finde ja, so wenn man eine Woche zusammen ist, dann ist das ein bisschen einfacher, dann als immer jeden Sonntag neu anzufangen. Ne? Und dann hat man aber schon, also habe ich ja schon so die Botschaft so verstanden, okay, man muss sich irgendwie bekehren, auch so ein bisschen so Angst so ein bisschen davor gehabt.
Ja, dann bin ich ja auf Jungschar-Freizeit mitgekommen und dann in die Jugend gewechselt und habe auch privat, also Freundeskreis mit Mädels aufgebaut. Dadurch bin ich auch natürlich immer gerne zur Jugend gegangen und so. Dann auch also nicht nur zu Familienfreizeiten, sondern auch regelmäßig so den Gemeindealltag quasi so mit erlebt, auch Jugend. Und mein Freundeskreis, die Mädels waren bekehrt, außer eine Freundin und ich. Und irgendwie habe ich auch in dem Vortrag gar nicht so richtig zugehört. Krass. Also ich kann mich jetzt nicht so richtig dran erinnern, was so richtig so war. Aber dann ist meine Freundin nach vorne gegangen und das hat mich so bewegt, dass ich so dachte, komm, jetzt gehst du mit. Und dann, genau, dann haben wir uns zusammen am 12. Oktober 2012, glaube ich, war das. Das ist ein cooles Datum. Ich glaube, das war, oder 10. Bekehrt beide. Und dann habe ich mich darauf folgenden Jahr habe ich mich mit 16 taufen lassen und dann waren wir in einer Gemeinde, ne? Ja. Genau. Ja, ich meine, aufs Datum kommt es ja am Ende auch Ja, nicht aber drauf ungefähr an. so. Eigentlich weiß ich es. Ja, und das ist ja auch nur da startet das Leben mit Gott, aber es geht ja weiter und davon hören wir dann auch später, durch welche Höhen und Tiefen ihr vielleicht noch so gegangen seid, aber vielleicht erzählst du auch mal, Marcel, wie war es bei dir so? Ja, ich bin ja in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Ich kenne das halt von klein auf, Kinderstunde, Sonntag, sonst Gottesdienst, Samstag war der Wochenschluss und da ist man einfach so in diesem Rad aufgewachsen. Ich habe mich auch als kleines Kind, also ich war glaube ich 7, habe ich mich auch bekehrt und bin dann, habe es aber glaube ich nicht so wirklich verstanden, was dahinter steckte und was das wirklich für einen bedeutet, mit Jesus zu leben. Und bin dann auch weiter durch die Gemeinde gegangen, in der Jungschar. Da habe ich natürlich dann so ein bisschen den Bezug da zum Glauben selber verloren und bin auch nicht mehr gerne zur Kirche gegangen und habe falsche Freunde kennengelernt und bin dann so ein bisschen, ich würde sagen, ein bisschen abgedriftet so von dem Ganzen und ich hatte keine Lust mehr darauf, zur Kirche zu gehen, um die Gottesdienste mir anzuhören, weil ich wollte was erleben. Man dachte, die Welt hat so viel zu bieten. Ich will noch feiern gehen. Ich will alles ausprobieren, was es so Möglichkeiten gibt. Und ich dachte, das erfüllt mich dann einfach. Und ich durfte dann aber schnell lernen, dass es halt nicht so ist und dass es einem nicht wirklich erfüllt. Und ich habe dann eine Leere in mir gespürt. Ich habe gemerkt, das erfüllt mich nicht aus. Und ich habe aber auch schon oft die Möglichkeiten ausgeschlagen, mich zu bekehren, wo ich genau wusste, eigentlich musst du dich genau jetzt bekehren. Gott spricht gerade wirklich zu deinen Herzen und ich bin dann einfach bewusst gegangen, weil ich es nicht wollte. Und das wusste ich auch, dass man damit vorsichtig sein sollte, was man ausschlägt und was man für einen annimmt. Und ich habe dann einen Abend gebetet, Gott, wenn du willst, dass ich zu dir komme, dass ich den Weg zu dir finde, dann sprich zu mir. Und was hat dich zu diesem Gebet motiviert? Also hattest du irgendwie einen schlechten Tag oder keine Ahnung? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das war einfach so die Leere, die ich in mir gefühlt habe. Das war zu einem Zeitpunkt, wo da war ich schon in der Jugend, ich war, glaube ich, 18, ich hatte ein Auto, ich hatte auch vieles schon gemacht und aber das hat einem nicht so wirklich ausgefüllt. Man hatte diese Leere und ich wusste, du musst dich bekehren, weil ich habe an den Himmel geglaubt, ich habe an die Bibel geglaubt. Ich wusste, dass das alles wahr ist. Aber ich wusste auch, dass ich schon viele Möglichkeiten ausgeschlagen habe, das wirklich für mich anzunehmen. Und ich hatte die Angst, dass es einfach zu spät ist. Und dass ich einfach meine Chancen schon vertan hatte, den Weg zu Jesus zu gehen. Und ich habe dann gebetet, sprich zu mir, ne? Ich will dich erfahren. Und was für mich dann wirklich erschreckend war, ich hatte das Gefühl, es ging zur Decke und wieder zurück und es ist in dem Raum geblieben. Und ich habe mich da wirklich alleine gefühlt. Und ich habe dann schon Angst bekommen, wo ich gemerkt habe,
ich spüre gar nichts, dass da überhaupt irgendwas ist, dass Gott überhaupt noch mit mir redet. Und das hat mir schon zu schaffen gemacht. Und ich habe dann weitergelebt und ich glaube, das war nicht lange danach, dass man hat immer diese Lehre. Man fährt, man ist ja in diesem Rad, man geht arbeiten, man trifft sich noch mit Freunden. Ist auch mal bei der Jugend auch gewesen. Ich weiß, da war ich am Abend bei der Jugend und bin dann nach Hause gefahren. Und das ist halt oft so, halt in den schwächsten Momenten, genau da kommt der Teufel und greift dich an. Ne? Und ich war ziemlich schnell unterwegs. Und was war eine kurvige Straße? Und ich hatte einfach eine Stimme im Kopf, ja, so, dreh das Lenkrad um und guck, was passiert. Und ich habe nicht drüber nachgedacht, ich habe es einfach gemacht, weil der Teufel einfach in diesem Moment zugepackt hat. Oh. Ich bin dann von der Straße abgekommen, bin über eine Verkehrsinsel und in die Bäume reingeflogen. Ich war nicht angeschnallt, aber Gott hat mich wirklich bewahrt. Ich bin nur auf die Beifahrerseite geflogen und nachher wieder zurück. Und dann saß ich da und dachte mir, boah, was hast du getan? Was ist gerade hier passiert überhaupt? Was war das für eine Macht, die dich gerade gepackt hat? Und war eine sehr schwierige Woche für mich, wo sehr viel in mir gearbeitet hat. Also ich bin dann rausgekommen, also mir ging's gut. Ich hatte nur ganz bisschen, ein bisschen mir das geprellt oder so. Es war jetzt nichts, also Gott hat mich wirklich bewahrt, es hätte deutlich schlimmer kommen können. Und ich bin dann durch eine Woche gegangen mit viel Gedanken, wo ich gedacht habe, okay, wie geht's jetzt weiter? Wie machst du das? Und an dem Wochenende war dann eine Evaluation und ich habe einfach zu meiner Mama gesagt, ich fahre hin. Ich wusste nicht, was mich da erwartet, beziehungsweise warum ich das jetzt mache. Aber ich hatte einfach das Verlangen, ich muss da hinfahren. Dann bin ich hingefahren. Mein Bruder war auch in der Gemeinde dort und hat da auch mit dem Chor gesungen und bei mir war es auch ähnlich wie bei dir. Ich weiß gar nicht genau, was die Predigt da, um was es da ging. Ich habe meinen Kopf einfach nur ganz Zeit, so kannst du nicht weitermachen. Das geht nicht. Mhm. Und am Ende, als es vorbei, also am Ende hatte dann der Redner nach vorne aufgerufen und erstmal stand ich wie angewurzelt, aber irgendwann hat es mich einfach vom Platz gerissen und ich bin nach vorne gegangen und habe mich dann bekehrt. Ich durfte mich bei meinem Bruder bekehren, das war auch sehr schön. Mhm. Und da hat mich Gott wirklich aus dem Leben rausgerissen und gesagt, jetzt musst du kommen und ich durfte wirklich dann Vergebung erfahren und durfte dann so den Weg zu Jesus finden und dann dafür bin ich auch sehr dankbar. Richtig schön. Das heißt, du hast dich wahrscheinlich ein bisschen später taufen lassen? Ich war also vor mir, aber ja, genau. ein Jahr vor mir, ne? Ja, ich glaube, ich war 1920, ne? Okay. Mhm. Ja. Ja, genau. Richtig schön, das dann auch in der Taufe zu bekennen und dann auch zur Gemeinde dazu zu gehören. Gut, dann, also man stellt sich ja, so wenn man so an seine Zukunft denkt, stellt man sich das Schönste vor, das Positivste für sein Leben, wie man, also ihr habt ein Haus gebaut, zum Beispiel haben wir schon gehört, ist ja auch ein richtig schöner Step, so hat auch nicht jeder. Dann hat man vielleicht eine Anzahl Kinder im Kopf, aber es läuft nicht immer alles, wie man sich's vorstellt. Wie waren denn aber erstmal die ersten Ehejahre? War das so genauso nach Traum bei euch, wie ihr euch das vorgestellt habt? Oder war es da auch schon schwierig? Wie würdet ihr das beschreiben? Es war schon ein Träumchen. Ja, so. doch. Ja, war auf jeden Fall gut. Ja. Also so, wie man sich das so vorgestellt hat. Ja. Wie du schon gesagt hast, man macht sich so Gedanken, wo geht der Weg hin? Klar, am Anfang hatten wir eine Mietwohnung, danach wollten wir schon relativ schnell dann in Eigentum rein. Wir haben erstmal ein kleines Reihenhaus gekauft und dann auch Kinderplanung angefangen. Ne? 2017 ist unser erster Sohn geboren. Wie heißt er? Nick. Ja. Genau, der ist jetzt 8 Jahre alt. Und wir hatten schon, glaube ich, schon klare Vorstellungen, ne? wie
wie unser Leben aussehen soll. Ja. Ja, also was heißt aussehen soll? Also so ist Ja, wie man sich einfach, das plant. So, ja, ne? ist auch Genau. alles so. Unser Hochzeitsvers ist, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird euch alles hinzugefügt werden. Und irgendwie haben wir auch so ein bisschen so sagen, was heißt ein bisschen, aber so danach gelebt und haben das auch voll gespürt, so, dass man auch mit dem Hausbau jetzt, das war jetzt auch gar nicht so, dass wir eben gesagt haben, wir wollen unbedingt irgendwann mal bauen. Ich glaube ich so immer eher, aber ich bin ja auch jetzt nicht so aktiv dann im Bau beteiligt. Ne? Aber da haben wir auch so voll gesagt, wenn das Gottes Wille ist, weil man weiß auch, dass sowas auch voll die Ehe belasten kann, das wäre es uns dann halt auch nicht wert, dass man dann ein Haus hat und später eine kaputte Ehe oder ja genau, auch da haben wir voll gemerkt, dass das, also es war über so ein Losverfahren und das Grundstück war halt bei uns um die Ecke von unserem. Wir hatten so ein ganz kleines Reihenhaus, das war auch für uns zu klein dann, ne, in Zukunft. Und da hatten wir uns dann einfach drauf beworben. Also wir fanden das einfach den Ort auch richtig schön. Wir hatten uns drauf beworben, aber wir wussten, dass es halt ein Losverfahren. Da haben sich um die 200 Leute auf 14 Grundstücke beworben und wir wurden gezogen. Also da haben wir es voll aus Gottes Hand genommen und haben das auch während der Bauzeit gemerkt. Also das glauben auch dann viele nicht. Wir waren auch selber erstaunt, aber wir haben uns auch keinmal gestritten oder so während der Bauzeit. Obwohl man so belastet ist, man ist mit den Kindern die ganze Zeit allein zu Hause, du bist nur auf dem Bau, wir haben uns teilweise gar nicht gesehen. Und ja, da hat man so voll gemerkt, wo so Gott seine Hand drüber hält. Ja, genau, wenn man so seinen Weg sozusagen geht und nicht seinen eigenen Weg irgendwie versucht zu suchen. Ne? Ja. Also da waren wir auch echt dankbar auch dafür, auch für die Kinder, Zeit, ne, dass das alles so schönes Zeugnis. Hattet ihr zu dem Zeitpunkt schon alle 3 Kinder? 2. Genau, 2. Zur Bauzeit alle 2. Erzähl mal noch. Ja. Es blieb nicht bei Nick. Ja, wir haben Nick. Dann haben wir Leo 2,5 Jahre später, also die haben 2,5 Jahre Unterschied. Ja. Und Maya, das ist die Kleinste, die ist jetzt 2, die ist im September 2023 geboren, genau. Ja, richtig schön. Die ist im Jahr vom Einzug geboren. Also im Juni sind wir eingezogen und im September ist sie geboren. Ja, im Haus. Genau. Also nicht im Haus, aber ja, sehr schön. Gut, dann habe ich auf Insta auch gesehen, dass du schreibst, dass Maya eine Gebetserhörung war. Habt ihr konkret um ein Mädchen gebetet oder was genau war die Gebetserhörung? Ja, genau, also das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, das denken immer viele, wenn man 2 Jungs hat, also haben wir auch so privat so mitbekommen, na, hoffentlich kriegt ihr jetzt ein Mädchen oder so, oder das, viele wünschen sich das bestimmt auch. Aber bei uns war das jetzt gar nicht so. Auch nicht, dass wir es uns nicht gewünscht hätten, sondern es war so voll, also wir haben uns auch voll als Jungseltern gesehen, ne? So voll Action und sonst voll genossen, Fußball. Und da war das so voll die Überraschung so, weil wir haben auch nur Jungs in der Familie. Ach und dann so. Genau, das ist von von Marcells Eltern ist das erste Enkelkind von 7. Was ein Mädchen ist. Genau. Ja. Heftig. Ja. Und dann haben wir uns halt gefreut. Wir sind auch aber nur Brüder. Also, seit meinem Papa gibt es nur männliche Nachkommen. Ja, genau. Und Maya war das erste Mädchen. Wow. Also ich glaube, da hat Oma sich noch mehr gefreut als wir. Und genau, also das war uns so voll offen. Also wir haben so voll für ein Kind gebetet, dass wir noch ein Kind bekommen, weil das schon so der Wunsch war, dass wir noch ein Kind haben werden. Und da waren wir voll dankbar, dass das so gekommen ist. Ja, richtig schön. Hat Gott eure Gebete hört. Ja. Die kleine Prinzessin dann in der Familie, genau. wie ihr gerade auch schon verraten habt. Ja, aber dann lief es nicht alles nach Plan. Dann kam die große Wende, sage ich jetzt einfach mal. Nehmt uns doch mal gern mit rein. Ja, genau. Vielleicht, Maya ist im September 2023 geboren. Und einen sehr gesunden Gewicht, wie alle unsere Kinder, also top fit, mit roten Haaren tatsächlich. Also Marcel hat auch keine roten Haare. Wow. Ja, ganz süß. Und dann, also von Anfang an, eigentlich hat sie sich richtig gut gemacht. Die hat sogar schon im Krankenhaus bei der Entlassung mehr gewogen als bei der Geburt. Dann war der Arzt schon so, wow, so das hat er auch noch nicht so oft gehabt. Also voll gut entwickelt. Und dann im ersten Sommer, kurz bevor sie 1 war, hatte sie so eine Beule auf dem Schulterblatt. Das hatte meine Oma entdeckt, mir ist das gar nicht aufgefallen und sie ist kurz vorher so ein bisschen gefallen beim Krabbeln. Genau, und dann dachte ich, oh, wie lange ist das denn schon da? Ist das eine Schwellung? Und bin zum Kinderarzt gegangen und die meinten, ja, da muss, wenn sie gefallen ist, dann muss sie besser zum Orthopäden. Und dann war ich beim Orthopäden und der meinte, also er würde sie jetzt ungern röntgen, weil das ist nichts, das ist so ein Weichteil, also irgendwas Weiches, es ist kein Bluterguss oder so.
Und dann war ich wieder bei der Kinderärztin und habe ihr das gesagt. Und dann war sie schon eher besorgt, würde ich sagen. Also die hat das auch eingezeichnet mit einem Edding und dann sind bei mir auch sofort die Alarmglocken, wenn die Kinderärztin schon besorgt. Ich meine, wir zu uns, wir sind beide jetzt nicht so, dass wir so schnell besorgt sind wegen irgendwas, ne? So 3 Kinder, da fällt auch mal jemand hin oder so. Wir fahren jetzt nicht sofort ins Krankenhaus oder so. Also, aber da, wenn du schon so siehst, dass die Ärztin schon so das jetzt nicht so oft sieht, waren wir dann schon besorgt und dann hat sie uns nach Bethel überwiesen und dann, wurde ein Ultraschall gemacht und so. Das war so, ich glaube, nach so 2 Terminen stand fest, dass es was Gutartiges. Also das ist wie so ein Blutsäckchen, Schwämmchen. Das haben auch manche auf der Haut, so rot. Und das muss nicht mal operiert werden, das verwechselt sich einfach mit der Zeit. Und während der Zeit, das war natürlich jetzt im Nachhinein keine so große, aber in dem Moment eine sehr große so psychische so Belastung. Boah, was ist das? Was hat sie? Habe ich auch viel für gebetet, bitte lass das irgendwas Gutes sein, nichts Schlimmes. Und das war so voll mein Gebet und ich hatte so voll das Gefühl, dass so Gott sagt, und was, wenn doch? Also vertraust du mir nicht, dass es auch was Schlimmes sein könnte, aber war es dann ja nicht. Und dann war ich so voll dankbar, aber das war so voll die Lehre für mich, hey, du musst das auch komplett Gott abgeben. Genau, und dann kurz so im ersten Geburtstag rum, habe ich beim Wickeln mal, also Babys sind ja speckig, ne, habe ich beim Wickeln einfach nur gefühlt, dass auf ihrer linken Seite es ein bisschen härter ist als auf der rechten Seite, also von ihr aus links jetzt, ne, auch ein bisschen härter ist. Und man hat ja mit Babys ganz viel U-Untersuchung, habe das auch gesagt da, dass das hier ein bisschen härter ist. Und die Kinderärztin hat das auch gefühlt, aber die war jetzt nicht, also es war für sie jetzt, dass ja auch der Darm, also auf der Stelle, das kann eine Verstopfung sein. Und auch gerade mit dem Hintergrund, dass sie so einen Blutschwamm hat, das haben die dann manchmal auch an mehreren Stellen. Aber wenn uns das Sorge bereitet oder sowas, dann könnten wir das auch nochmal abklären, hat sie gemeint. Und irgendwie haben wir es dann einfach so fallen lassen, ne? Weil wir dachten, na gut, man sah es auch nicht. Es war halt nur so einmal und irgendwann hat man es einfach vergessen, so dass das so da ist, ne? Und dann ist sie angefangen zu laufen, so im Januar, Februar. Januar, ja. 15. Und hat dann auch viel abgenommen, aber es ist auch, finde ich, so ein natürlicher Prozess, wenn das Kind anfängt zu laufen, dass das dann nicht mehr so speckig ist oder so, ne? Es bewegt sich ja dann und dann auch gerade, wo sie stand, hatte sie schon immer seinen dicken Bauch, würde ich sagen. Aber das hatte unser erster Sohn auch. Also viele Kinder haben ja so einen Blähbauch, also ist jetzt auch nichts, weswegen wir jetzt ins Krankenhaus gefahren werden, ne? Weil das Kind irgendwann war nur ein bisschen unförmig. War es halt unförmig und ich habe nochmal später nachgeguckt. Ich habe dann doch am 1. April, also bei uns lief da viel über E-Mail mit den Kinderärzten, eine E-Mail geschrieben, dass ich vielleicht doch eine Überweisung haben möchte, um das doch nochmal abklären zu lassen. Also die haben den Ultraschall dann immer in Bethel gemacht, nicht beim Kinderarzt. Genau, und die hatte ich dann auch, die Überweisung, und dann war das Wochenende und in der Woche danach war sie, also ich hatte noch nicht geschafft, einen Termin zu machen oder so. Ich hatte aber nur die Überweisung und habe mir auch dabei nichts gedacht, dass das irgendwas Schlimmes sein könnte. Aber ich dachte nur, hey, der Bauch ist so aufgebläht, nicht, dass sie irgendwelche Probleme hat, obwohl Stuhlgang ist, hat einfach alles normal funktioniert, aber lieber einmal abklären lassen. Ja, aber keine bösen Gedanken oder sowas gehabt, ne, Sorgen. Genau, und dann wurde sie krank, also sie hatte Fieber, hohes Fieber, war total schlapp, Husten, genau, und die Jungs waren fit, also nur sie, und dann war ich so, wie gesagt, das war jetzt so das Erste, wo ich so dachte, also weil wir nie so waren, so, wir müssen sofort ins Krankenhaus fahren, also wir waren noch, also mit keinem Kind außer mit der Platzwunde in so einem Krankenhaus aus, aber da war so voll so, nee, irgendwas ist jetzt gerade mit ihr, was jetzt, also wie oft hatten die Kinder schon Fieber oder Husten, ne? Aber da war irgendwas mit ihr, was nicht passt. Und meistens versuchst du mich dann immer so runterzubringen, oder wenn die Kinder fallen, sollen wir lieber röntgen lassen, wir warten bis morgen. Und meistens passt das dann, dass man so sagt, gut, dass wir nicht gefahren sind, am nächsten Tag ist alles weg sozusagen, ne? Manchmal. Und da war so, dass ich dann so gesagt habe, nee, ich glaube, da ist wirklich stimmt was nicht. Weil die Fingerkuppen waren auch so ein bisschen blau und sowas. Und sie hat so schwer geatmet, so ganz schnell. Und dann das war Mittwochabend. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, der Arzt ist zu.
wie heißt das, Notdienst. Dann bin ich zum Notdienst gefahren, das war halt in Bethel dann im Kinderkrankenhaus. Dann bin ich da hingefahren und währenddessen dachte ich auch so, boah, nee, also da sind ja wirklich Notfälle. Also man redet sich dann immer sofort so, oh, man will ja nicht die überlasten oder sowas. Genau, und dann hab ich das so gesagt, also dass sie Hustenfieber hat und so schwer atmet. Und dann haben die sofort Sauerstoff gemessen mit so einem Clip und es war 92, das ist sehr schlecht. Also es gibt zwischen 90 und 100, alles was unter 90 ist, ist sowieso ganz schlecht. Und dann kamen wir auch fast sofort dran, also genau, und dann hat eine Ärztin sie einmal abgehört und hat gesagt, ja, das hört sich an nach einer beginnenden Lungenentzündung, Antibiotika verschrieben bekommen und genau, hat sie Cortison bekommen, einmal so ein Spray oder zum Inhalieren. Und dann wollte sie danach nochmal messen und wenn das dann besser wäre, können wir mit den Sachen nach Hause fahren, brauchen wir nicht mal da bleiben. Da war ich auch erleichtert, weil man will ja nicht im Krankenhaus gerne bleiben mit Baby. Und dann, genau, war es dann so, dass dann durch dieses Cortison, hat die Lunge sich geweitet und so, da konnte sie besser wieder Luft holen, hat dann eine bessere Sättigung gehabt. Und dann hat sie mir alles mitgegeben und gesagt, oder halt das Rezept, musste ich noch zur Notapotheke fahren, weil das hat ja um die Zeit auch nicht jede Apotheke auf Antibiotikum und was zum Inhalieren, glaube ich, hatte sie auch noch aufgeschrieben. Und ich durfte nach Hause fahren, aber ich soll am Freitag zu meinem zu Majas Kinderarzt dann nochmal, um zu gucken, ob das Antibiotikum wirkt und so weiter. Und hat eigentlich gewirkt, aber ich finde trotzdem, dass sie noch so ein bisschen so einfach schlapp war, also wirklich also gar nicht mehr sie selbst auch so voll, einfach schlapp. Und genau, dann war ich Freitag beim Kinderarzt morgens hingefahren und abends waren wir im Krankenhaus. Also das sah dann so aus, dass ich genau bei der Ärztin war, total lieb, also und die sollte ja sich eigentlich nur nochmal einmal abhören. Beim Abhören sieht man ja das Kind aus. Und dann hat sie gesehen, dass der Bauch so groß war und dann meinte sie so, was hat sie denn, dass der Bauch so groß ist? Und man selber hat sich ja auch voll dran gewöhnt, sag ich mal. Uns kam das jetzt auch gar nicht komisch vor und auch aus dem Umfeld haben wir nie gehört, dass irgendjemand fand, dass sie anders aussah, ne? Sonst hätte das ja jemand gesagt. Ja. Aber als Kinderärztin schaust du ja nochmal anders drauf und habe ich auch schon so ein bisschen so gesehen, okay, ein bisschen besorgt und dann hat habe ich gesagt, ja, eigentlich war das ja schon immer so oder man geht ja auch regelmäßig zum Kinderarzt, ne? Ist ja gerade im ersten Jahr bist du ja total oft da. Und dann hat sie abgetastet und beim Abtasten habe ich schon so gesehen, okay, sie hat irgendwas gegriffen, kam mir schon komisch vor und wollte aber mich jetzt nicht direkt so verrückt machen. Sie hat auch versucht, ganz ruhig zu bleiben, aber die war selber auch ein bisschen, glaube ich, schon aufgeregt und hat dann gesagt, wissen Sie was, bevor ich mir Sorgen mache, ich mache jetzt sofort einen Ultraschall. Sie brauchen gar nicht nochmal in die Klinik fahren. Genau, da war ich voll dankbar einerseits und andererseits dachte ich, okay, das letzte Mal hat sie es nicht gemacht. Also es ist ja scheinbar ein Gerät da. Sie will es jetzt sofort, also irgendwas hat sie wahrscheinlich gespürt oder an irgendwas denkt sie. Genau, und dann war ich total aufgeregt. Ich musste den Raum wechseln, weil das Ultraschallgerät war in einem anderen Raum. Und dann habe ich dir schon eine Sprachnotiz geschickt, ne, dass sie einen Ultraschall machen will und war total, also meine Zähne haben richtig geklappert. Ich war richtig aufgeregt. Und dann hat sie einen Ultraschall gemacht. Ich meine, ich habe es selbst gesehen. Also ich brauche dafür kein Arzt sein, dass da irgendwas ist, was da auf jeden Fall nicht hingehört und was auch irgendwie so schon die ganze Seite betroffen hat. Also sie hat geschallt, war ganz ruhig. Auf der anderen Seite geschallt, da habe ich eine Niere erkennen können und ich habe also wirklich absolut keine Ahnung, ne? Und dann wieder auf die Seite und dann war schon so in mir so, okay, es kommt was Krasses, so ganz ruhig, ne? So als ob jemand, also so nicht jemand, Gott, mich so beruhigen will, jetzt musst du richtig stark sein, ne? Und dann hat sie auch gesagt, Frau Neufeld, ich sehe was hier nicht hingehört. Ich erkenne auch gar nicht, woher das kommt. Ich erkenne keine Niere, ich erkenne keine Milz. Ich glaube, hier ist ein Tumor. Und dann hat sie auch gesagt, es tut mir leid, dass ich das jetzt so sage. Ich bin gerade sehr mutig. Wahrscheinlich darf sie das auch gar nicht so mutmaßen. Sie ist ja gar nicht vom Fach, aber das ist ihre Vermutung. Wir sollen am besten sofort nach Bethel fahren, weil es auch Freitag war, damit wir noch
überhaupt noch an einen Radiologen kommen irgendwie, der da einmal drauf gucken kann, weil mit so einer Diagnose willst du jetzt auch nicht das Wochenende, also das willst du dann schon wissen, ne, ob das jetzt, ja, und so ein bisschen, Schock, und dann bin ich auch eher so ein Mensch, der so denkt, so, okay, du willst jetzt auch nicht hier so hysterisch werden oder so, dann habe ich einfach so ganz ruhig, so rational, okay, und sie war dann so, ja, wollen Sie niemanden anrufen, abholen, der sie abholt, und wir haben halt ein Auto und das hatte ich und Marcel war auf der Arbeit, und dann habe ich gesagt, nee, ich werde meinen Mann anrufen, sie ist auch im Raum geblieben, hat Maya sogar, glaube ich, angezogen währenddessen, dass ich dann meinen Mann, also Marcel, anrufen konnte. Und ich habe dir vorher geschrieben, ne, ich rufe dich gleich an, weil ich weiß ja, er sitzt ja auch mit anderen Leuten im Büro, vielleicht möchte er lieber rausgehen. Und ich weiß nicht, ob du dir dann schon irgendwas dabei gedacht hast, aber dann habe ich ihn angerufen und die Ärztin sitzt noch daneben. Ich wollte jetzt nicht vor ihr weinen. Irgendwie ist das so ein Charakterzug und habe dann so ganz trocken gesagt, ich hole dich gleich ab und wir fahren ins Krankenhaus. Maya hat einen Tumor im Bauch. Ja. Boah, krass. Ja, und was lief bei dir in dem Moment im Kopf ab? Boah, das, Bist du dann wirklich aus dem Büro rausgegangen, um zu telefonieren? ja, genau. Sie hat mir Bescheid gesagt, ich rufe dich gleich an. Und dann bin ich schon rausgegangen. Und dass es Maya nicht gut ging, wusste ich ja, dass es irgendwas mit ihr nicht stimmt. Weil sie auch schon lange so schlapp war und dann halt irgendwas da war. Und als Michelle mir dann geschrieben hat, ich rufe dich gleich an, und irgendwie, ja, das war schon komisch, weil das passiert sonst halt nicht so, ne? Ich wusste, dass sie beim Arzt ist, und warum sollte sie mich sonst sofort anrufen müssen? Und dann hat sie es auch ganz einfach gerade raus gesagt, und natürlich musst du es erstmal realisieren, beziehungsweise du kannst es gar nicht so wirklich realisieren. Schon auf jeden Fall total so ein Schock, ne? Und aber sie war relativ ruhig, das hat mir auch deswegen war ich auch relativ ruhig, aber im Kopf dreht sich komplett alles, und dann ist es schon echt fast gar nicht zu beschreiben. Dann gehen so viele Gedanken durch den Kopf. Und ja gut, ich bin dann zurück am Arbeitsplatz. Dann habe ich gesagt, okay. Gewartet, ne, bis ich komme. Ja, genau. Ja, dann warst du da, kurz danach da. Und ich habe schon gesagt, gut, ich bin jetzt erstmal raus. Und habe gesagt, dass ich halt mit dem Kind ins Krankenhaus fahre. Und ja, dann bin ich zu dir ins Auto. Dann haben wir natürlich erstmal zusammen, man muss sich erstmal fassen. Ich glaube, wir haben geschwiegen die ganze Fahrt. Ja. Also so fassungslos geschwiegen. Ne? Ich bin dann aus dem Zimmer, ich musste ja dann Maya Dings, und dann, also das war wirklich wie im Film, wirklich, da musste ich sie anziehen und so, und dann dachte ich, okay, jetzt fahren wir nach Bethel. So morgens fährst du zum Kinderarzt und denkst ja nicht damit, also dass du gar nicht mehr nach Hause kommst, und genau, und dann kam ich auch aus dem Arztzimmer raus, so, ich war, glaube ich, in Schockstarre oder irgendwie, und die Helferin, die die haben das, also ich meine, das passiert ja nicht jeden Tag da, ne, denke ich mal, und die haben dann sofort so geguckt und die Überweisung fertig gemacht, und die Ärztin, also die hat uns ja später auch noch geschrieben und so super lieb, die hat dann nochmal gesagt, soll ich nicht jemanden rufen oder irgendwie so, wollen Sie jetzt wirklich fahren, können Sie fahren, hat sie mich auch gefragt, was ich auch richtig gut finde, dass sie das fragt, ne, aber ich war mir sicher, dass ich fahren kann, also war auch die richtige Entscheidung, ne? Und dann habe ich dich abgeholt, und irgendwie war das nicht so gezwungen geschwiegen, sondern einfach Fassungslosigkeit geschwiegen. Ja. Ne? Wir sind einfach gefahren. Ne? Es geht da 1000 Fragen durch den Kopf. Ist es wirklich so? Du hast ja keine genaue Diagnose. Was kommt bei raus, wenn wir jetzt ins Krankenhaus fahren? Was bedeutet überhaupt Tumor? Ne? Ist das wirklich was steckt dahinter? Kommt jetzt ganz lange Chemotherapie oder vielleicht nur eine OP und dann ist es zu Ende? Das sind ja so viele Fragen, die dann eigentlich im Kopf schießen. Man weiß gar nicht, wo erstmal vorne und hinten ist. Ne? Ja. Hattet ihr sonst schon mal irgendwie Berührungspunkte in eurer Familie mit Leuten, die Krebs hatten oder so, oder einen Tumor? Also ich direkt nicht. Nee, aber meine Oma ist auch an Krebs gestorben. Okay, dann hattest du vielleicht schon ein bisschen mehr im Hinterkopf, woran du gedacht hast. Man weiß ungefähr, was das bedeutet, Krebs zu haben, und
Aber es war trotzdem noch ein bisschen, muss ich sagen, weit weg, weil man noch nie so genaue Berührungspunkte hatte mit direkten Krebspatienten dann. Ne? Mhm. Ja. Wir fahren so 20 Minuten sind wir gefahren? Ungefähr. Ja, genau. Also, dass man sich das mal so vorstellt, 20 Minuten so wie so, also das ist halt die Straße nach Bielefeld, aus Westfalendamm auch und so. Und auch bis heute, wenn ich da lang fahre, habe ich so ein bisschen mulmiges Gefühl, so, dass so, dass das so der Weg war quasi dann so dahin. Mhm. Genau, wir haben die ganze Zeit geschwiegen, dann sind wir ausgestiegen und dann sagst du, komm, wir gehen nochmal zurück ins Auto. Dann haben wir gebetet. Ja. Und ich weiß noch genau, das Gebet war nicht dieses, bitte mach das alles gut ist, nicht schlimm ist, sondern von Anfang an dieses, schenk uns jetzt die Kraft, weil jetzt brauchen wir die Kraft, ne? Weil, ich meine, du hast es nicht gesehen, ich habe es gesehen, also leugnen konnte man das nicht. Vielleicht ist es ja doch nichts, also ich habe es ja gesehen, ne? Genau, und dann sind wir einfach rein. Sind auch schnell drangekommen. Die Notaufnahme, genau, dann also die Sättigung war immer noch schlecht, also sie hatte auch irgendein Virus anscheinend, genau, deswegen meinte sie, dann hätte ich euch sowieso ins Krankenhaus überwiesen, dass sie ein bisschen Unterstützung kriegt mit Sauerstoff, aber das Hauptproblem war jetzt natürlich der Tumor, ne, und dann sind wir auch relativ schnell drangekommen und die Krankenschwester konnte erstmal nicht erkennen, was da steht und meinte dann so, was steht denn da als Diagnose? Und dann habe ich dann gesagt, ja, da steht Tumor. Also irgendwie war das irgendwie so, dass sie das nicht entziffern konnte. Und dann war die auch so, oh, okay, ja, es ist ja erstmal nur ein Verdacht und ganz alles ruhig sozusagen. Ne? Ja, die haben erstmal probiert, noch die Sauerstoffsättigung erstmal wieder hinzukriegen. Ne? Das war ja noch so ein Ding, weil das wieder runtergegangen ist. Haben die das erstmal versucht, wieder ein bisschen inhaliert, ne, mit diesem Cortison. Genau. Erstmal so Erstversorgung, sage ich mal. Ne? Ja. Und hat sie dann schon einen Schlauch dran gekriegt in die Nase? Oder war das danach? Später. Ja. Auf jeden Fall kam dann ein Arzt und dann, genau, fängt er an so einen Fragenkatalog, ne? Und du sagst ja, und du denkst dir, also so, schwitzt sie nachts viel? Und wir, ja, also das war was wir wussten, unser Schwitzkopf so, ne? Ja. Dass man das irgendwie in Verbindung, sollte man auch nicht, man sollte nicht jetzt, weil man schwitzt, denken, oh, jetzt habe ich eine schlimme Krankheit oder so, aber das ist halt ein Symptom, Nachtschweiß, also extremer Nachtschweiß. Also manchmal war auch Kissen oder ihre Matratze halt nass, ne? Nachtschweiß. Hat sie mal Fieberschübe? Ja, hat sie auch, aber sie ist ein Kleinkind, ne? Sie kriegt Zähne. Nichts, wo wir jetzt auf so eine schlimme Krankheit zurückgekommen wären. Gewichtsverlust hatte sie auch. Also gar nicht mal so extrem Gewichtsverlust, aber das hat einfach stagniert so, ne? Weil in dem Alter nimmst du ja eigentlich Woche für Woche zu. Ist ja nicht so wie bei uns und es hat so ein bisschen stagniert, würde ich sagen, bei ihr. Ja, wir dachten einfach, das ist, weil sie angefangen hat zu laufen. Weil sie läuft, ja. Weniger, also genau, abgestillt. Also ich hatte sie abgestillt, dann fällt ja auch was weg, so, ne? Und du merkst so, okay, es fügt sich so ein Puzzle. Es geht in eine Richtung, so, ne? Genau, und dann war ein, Ultraschall, ne? Mussten wir zum Ultraschall gehen. Ja, genau. Und dann saßen wir halt erstmal vor dem Raum. Und dann habe ich dir schon vorher gesagt, mir ist schlecht. Ich kann gar nicht nochmal mir das angucken. Ich habe es auch schon gesehen und mir war richtig schlecht. Auch die ersten Tage, ne, war mir schlecht. Mir schlägt alles schnell auf den Magen. Und ich dachte, wenn ich jetzt da reingehe und das nochmal sehe, dann, ich glaube, das geht gar nicht. Und dann habe ich auch gesagt, es ist okay, wenn ich draußen bleibe, ne? Und dann bin ich draußen geblieben, du bist reingegangen. Ja. Ja, genau, dann hat er angefangen zu schallen von ihrer Seite, die linke Seite. Und da ist einfach nur schwarz, also am Ultraschall sieht man einfach nur schwarz dann, ne? Dann geht er auf die andere Seite, sagt er, okay, hier kann ich Organe erkennen. Und dann, als er dann rübergezogen hat, genau, ne? Er ist ja auch Radiologe, ne? Genau, der Radiologe ist das dann. Genau, und dann als er rübergezogen hat, so also mehr als der Hälfte, fing halt dieser große schwarze, Klotz einfach an, ne? Und ja, das, wenn du das dann siehst, was da drin ist, das ist echt krass. Und er sagte, er hatte nicht mal auf einem Bild drauf gekriegt, er musste mehrere Bilder von dem Tumor machen, weil der einfach zu groß war. Und du sitzt dann da und dein Kind liegt da und du siehst einfach, was da drin ist und du fragst einfach, was geht hier einfach gerade ab. Das ist schon
krass. In diesem Moment war ich trotzdem ruhig, als ich das gesehen habe. Aber du bist einfach fassungslos. So, ne? Das kann man wirklich so, das ist so ein Moment, wo was wirklich, wirklich schwer zu begreifen ist. Du siehst es und das ist aber noch Schockstarre vielleicht, Fassungslosigkeit, dass das gerade wirklich, dass der Albtraum wirklich gerade wahr wird. Ne? So muss man wirklich sagen. Weißt du, warst so ruhig, du kamst ja dann raus und er war so ruhig, ich dachte, okay, es ist wahrscheinlich nicht so schlimm, so, ne? Und dann, genau, ich saß dann draußen, habe die ganze Zeit gebetet, aber ihr wart lange, also hat sich viel Zeit gelassen, was auch richtig, wo wir auch voll dankbar sind, sowieso für alle Ärzte da, ne? Und das ist so surreal, du sitzt da ja, das ist ja auch so ein bisschen tagesklinikmäßig da in Bethel, also da sind ja auch so Leute und du denkst so, du bist gerade so wie in deinem Film, um dich herum sind ja Leute, die haben ganz normale Arzttermine und sowas und das ist wirklich heftig, vielleicht wie oft man schon neben so Leuten auch saß, die vielleicht bei denen, wo es gerade innerlich so aussieht und dann habe ich einfach nur gebetet, ne? Und mir haben auch die Worte gefehlt zu beten und irgendwann habe ich einfach nur gesagt, Jesus, so den Namen einfach Jesus, ne, hilf. Und dann konnte ich auch gar nicht mehr sitzen, also ich war richtig so aufgewühlt und dann bin ich so Richtung Fenster gegangen und dann gucke ich raus und dann ist da einfach so ein Gebäude, das kurze Zeit später von so Apfelbäumen zugewachsen war und auf diesem Gebäude ist ein Kreuz und das war, wow, wie so eine Umarmung, boah, Jesus, weil ich den Namen rufe und dann ist das Kreuz da, ne? Und bei Gott gibt's keine Zufälle und ich wusste, boah, er ist gerade so präsent hier, ne? Und es ist so, ich glaube, eins der schlimmsten Dinge, was Eltern passieren kann. Und trotzdem fühlt man sich heftig geliebt in dem Moment, ne, dass so Jesus sagt, ey, ich bin hier, ich habe das in meiner Hand. Und dann drehe ich mich um und du kommst raus und hast dann gesagt, weil ich frag dann, weil du so ruhig warst. Und also, es ist ein Tumor, aber es ist gut behandelbar, sagte er, oder es soll gut behandelbar sein. Ja. Und in meinem Kopf war nur dieses Wort behandelbar, die sollen das rausnehmen, ich möchte keine Behandlung, also so, ne, wo ich vorher immer gedacht habe, boah, wenn mein Kind mal operiert werden muss, ne, dann werde ich heulen, aber dann in dem Moment willst du das, ne, die sollen sie nicht behandeln, die sollen das raus und wir fahren nach Hause und so, Überforderung einfach, ne. Genau. Oh, das heißt, der Arzt dort, der konnte dann auch schon direkt sagen, okay, das ist ein Tumor. Und der hat euch dann gesagt, wie es weitergeht? Nee. Er konnte nur sagen, dass es ein Tumor ist. Also er hat ja den Ultraschall, er sieht einfach nur, dass da ziemlich was Großes drin ist und was da definitiv nicht hingehört. Die Vermutung, also klar, die erste Diagnose ist natürlich erstmal Tumor, weil Tumor bedeutet ja eigentlich Gewebebildung, irgendetwas. Tumor heißt ja, kann ja auch etwas anderes sein. Zum Beispiel das auf ihrer Schulter war theoretisch ja auch ein Tumor in diesem Sinne, aber er sieht einfach, da ist etwas Großes, was da nicht hingehört. Und die genaue Diagnose kam dann im Nachhinein, also wenn man eine Biopsie macht und sowas alles, das kam dann später. Genau. Aber was er definitiv sagen kann, da ist definitiv was Riesengroßes drin. Was ich glaube, wegen diesem gut behandelbar. Also er ist ja erfahren und ich denke mal, er hat schon so ein paar Richtungen gedacht, was ihr Alter angeht, der Ort, was es ungefähr sein könnte und was sich dann auch im Endeffekt fast bestätigt hat, ne? Was ist so in die Richtung, also es waren auch dann später kommt, er hat auch gesagt, ich vermute, es kommt von der Niere und hat er sie aufgesetzt und von hinten nochmal geschallt und auf der anderen Seite hat er die Niere erkannt und auf diese Seite hat der Tumor auch die Niere von beiden Seiten komplett so umschlungen, der hat ja auch nicht mal die Niere auf der anderen Seite gefunden. Genau. Heftig. Also komplett einmal den ganzen, von vorne bis hinten komplett durch, ne? Ja. Und das war auch seine Vermutung, dass es halt von der Niere dann kommt. Deswegen hat er gesagt, wenn es diese Art von Tumor ist, die ist gut behandelbar, das war seine erste Vermutung. Auch kein Versprechen, sondern so, das hat er auch so in die Richtung, gesagt. Ja. Er hat auch nichts versprochen oder sowas. Auch nichts beschönigt, ne? Nee. Also da sind die schon. Ja. Genau, er hat gesagt, ich sag's jetzt einfach so, wie es ist, weil es bringt nichts, ihm jetzt was schön zu reden, was nicht schön ist. Es ist halt ein Tumor, ne? Und genau, da mussten wir halt wieder zurück, genau. Und dann war es ja klar, die ersten. Wo waren in der Zeit eure Jungs? Ja, das war der letzte Schultag vor den Osterferien. Und der Große ist in der 1. Klasse gewesen und der Kleine war im Kindergarten und du hast dann deine Eltern angerufen. Ja, stimmt. Die wussten ja, dass Maya krank ist, also dass sie einen Husten hat, ne? Und die wussten auch, dass ich beim Kinderarzt war und da hast du deine Mama angerufen und gesagt, sie hat, glaube ich, auch von vornherein angeboten, wenn es länger dauert, dann ruf an, ich hole die Jungs ab.
Und du hast dann angerufen und gesagt, wir sind im Krankenhaus. Ich weiß gar nicht, ob du schon gesagt hast, was so im Raum steht. Oder, und die hat die dann abgeholt. Also es war, worauf wir uns keine Sorgen machen. Ja. Das war so, konntet ihr das verarbeiten? Ja. Genau. Wie viel lief der Tag dann weiter? Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühl dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben. Wir würden uns da sehr drüber freuen. Wenn du heute zum ersten Mal dabei warst oder eine Sendung verpasst hast, kannst du alle vorherigen Sendungen auf Spotify oder auf Soundcloud finden. Mehr Infos über Deep Talk oder Segenswelle allgemein findest du auf www.segenswelle.de oder auf unserem Instagram-Feed, auch unter Segenswelle zu finden. Falls du Fragen und Anregungen, zum Beispiel Themenvorschläge hast, schreib uns gerne. Wir wünschen dir noch eine gesegnete Woche mit den Worten aus Kolosser 3, Vers 17. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn.